Es ist in Counter-Strike 1.6 die mit Abstand beliebteste und am häufigsten gespielte Map. Dust 2. Ich habe mal ausgerechnet, ich glaube, ich habe wirklich schätzungsweise ein Jahr meines Lebens bestimmt auf Dust 2 verbracht. Wenn wir an die Zeit von früher zurückdenken, dann fällt uns automatisch diese Map ein. Es gab legendäre Matches auf Dust 2, legendäre Frags. Happy wins it with a knife! The Germans have done it in style! Wie die Map entstanden ist und warum sie eigentlich Dust 3 heißen sollte, das erfahrt ihr jetzt. Viel Spaß mit der Geschichte von Dust 2. Der Map-Designer von Dust 2 heißt Dave Johnston, Nickname Dave J. Der Brite ist einer der wichtigsten Mapper der Counter-Strike-Historie. Denn neben Dust 2 hat er auch 3 weitere offizielle CS-Maps erstellt. Seine erste war CS Tire, die schon in der Beta 3.0 erschienen ist, allerdings mit der Beta 5.2 wieder verschwand. Dann natürlich DE Dust, die mit der Beta 4.0 ins Spiel kam und zu den ersten Bomb-Defuse-Maps gehörte. Dave Johnston hat außerdem auch DE Cobble erstellt, die vielleicht nicht zu den beliebtesten Maps gehörte, aber dennoch bei vielen Counter-Strike-Turnieren gespielt wurde. Wenn wir über die Entstehung von Dust 2 sprechen, dann müssen wir zuerst einmal auf DE Dust schauen. Sie war zu Beginn von Counter-Strike eine der beliebtesten Maps, die sowohl auf Public-Servern als auch in Clan Wars häufig gespielt wurde. Das war immer jeder Public-Server Dust und immer mehr Dust. Für die Entwicklung von DE Dust im Jahr 1999 ließ sich Dave Johnston von Team Fortress 2 inspirieren. Das Game kam zwar erst im Jahr 2007 heraus, allerdings gab es bereits 1999 einige Promo-Screenshots. Dave gefiel das Wüstensetting und er nahm es auch für DE Dust. Das Setting ist aus meiner Sicht auch einer der Hauptgründe dafür, dass DE Dust so beliebt war. Die Map wirkte dadurch offener und freundlicher als zum Beispiel DE Prodigy, die ebenfalls in der Beta 4.0 veröffentlicht wurde. Auch die Trivialität dürfte zum Erfolg der Map beigetragen haben. Die Terroristen hatten nur wenige Wege, um zu den Bombspots zu gelangen. Am schnellsten ging es durch den Tunnel auf den B-Spot. Da zu Beginn von Counter-Strike in vielen Ligen nur die Terrorrunden zählten, wurde häufig auf DE Dust gerusht und deshalb gab es hier immer viel Action auf der Map. Der A-Spot am CT-Spawn wurde eher selten angegriffen, einfach weil der Weg viel zu weit war und es auch schwieriger war, als T dorthin zu kommen. Ich bin mir deshalb ziemlich sicher, dass die Bombe auf DE Dust in 80-90% der Fälle auf dem B-Spot gelegt wurde. Map-Designer Dave Johnston wollte aufgrund des Erfolgs von DE Dust eine Nachfolgemap erstellen, die etwas komplexer sein sollte. Er entwickelte DE Cobble und veröffentlichte sie gut ein halbes Jahr später. Cobble bot zwar mehr Gänge und Taktiken, allerdings konnte sie nie die Popularität von DE Dust erreichen. Für Dave Johnston war deshalb klar, es braucht eine richtige Nachfolgemap, erneut mit einem Wüstensetting. Doch das war eine wirklich schwierige Aufgabe. Es würde nie einfach sein, einen Nachfolger für die meistgespielte FPS-Map der Welt zu entwickeln. Selbst mit dem Vorteil des gleichen Texturensatzes, eines etablierten Themas und etlicher begeisterter Counter-Strike-Spieler war es eine unglaublich entmutigende Aufgabe. Deshalb wollte Map-Designer Dave die Nachfolgemap auch nicht Dust 2 nennen, denn aus seiner Sicht war es wie im Filmbusiness auch. Die Nachfolger seien nie so gut wie das Original. Er hatte deshalb auch keine großen Hoffnungen, dass die Nachfolgemap so beliebt werden würde wie DE Dust. Sein Plan? Er nannte die Map in der Entwicklung Dust 3 und hoffte darauf, dass die Leute auch weiterhin DE Dust zocken würden. Bei der neuen Map war es Dave Johnston wichtig, dass sie nicht einfach nur eine Kopie von DE Dust ist. Ich musste sicherstellen, dass diese neue Map alles mit Dust gemeinsam hat, ohne wirklich Dust zu sein. Sein Motto lautete deshalb Keep it simple. Es brauchte einen klaren Aufbau der Map. Beide Bombspots sollten ähnlich gut zu erreichen sein. Außerdem wollte Dave Johnston erreichen, dass die Map verschiedene Action-Bereiche bot. Zum einen Bereiche für AWP-Spieler, wie zum Beispiel auf A-Lang. Zum anderen aber auch Nahkampfgefechte wie auf A-Kurz. Extrem wichtig ist der Bereich in der Mitte der Map. Es gibt hier so viele Möglichkeiten für die Spieler. Man kann schnell über die Treppe zum A-Spot gelangen, man kann aber auch durch das Holztor gehen oder über die Katakomben zum B-Spot. Man konnte schon richtig schön rotieren, variabel spielen. Man konnte sowohl CT-lastig offensiv als auch defensiv spielen. Die war einfach sehr offen, die Map. Map-Designer Dave übernahm für seine neue Map übrigens einige Elemente von der Vorgänger-Map. So sieht zum Beispiel die Rampe am T-Spawn von Dust 2 sehr ähnlich aus wie die Rampe am CT-Spawn auf Dust.
Auch die Rampe am A-Spot Richtung CT-Base hat eine starke Ähnlichkeit mit der Rampe am T-Spawn. Auf seiner Homepage beschreibt Dave 2 weitere wichtige Map-Elemente. Zum einen die Torbögen, die in DE Dust die verschiedenen Bereiche trennten. Hier seht ihr, wie die Map ohne diese Torbögen aussehen würde. Auch in Dust 2 kamen sie zum Einsatz. Zum Beispiel trennten sie den B-Spot von der Mitte ab. Und auch auf Alang dienten sie als Trennelement. Wichtig waren aber auch die Steinstraßen, die schon bei DE Dust eine gewisse Orientierung boten. Auch in Dust 2 ist somit klar zu sehen, wohin man als Spieler laufen muss. Interessant ist auch die Entwicklung des B-Spots. Hier hatte Dave lange überlegt, wie er diesen Bombspot gestalten könnte. Am Ende entschied er sich für das Plateau und das kleine Loch da oben. Natürlich gibt es in Dust 2 auch einige Easter Eggs. Es war früher üblich, dass die Map-Designer zum Beispiel versteckte Grußbotschaften in die Maps einbauten. Der Schriftzug Goose am A-Spot deutet auf den Nicknamen des Counter-Strike-Erfinders Min Lee hin, Gooseman. Mit Macman ist Chris Ashton gemeint, der die meisten Texturen für Counter-Strike erstellt hat. Unter anderem auch die in Dust und Dust 2 genutzten. In der Nähe des CT-Spawns hat Dave 2 weitere Grußbotschaften versteckt. Zum einen gedenkt er dem Level-Designer Justin de Jong, der CS Siege und CS Docs erstellt hatte und im Alter von 18 Jahren verstorben ist. Zum anderen gibt es eine weitere Tafel voller Grüße. Spannend ist auch dieser Werbebanner hier Richtung Alang. Dave Johnston wollte Dust 2 nämlich anfangs gar nicht den Counter-Strike-Entwicklern schicken. Stattdessen machte er einen Deal mit der Webseite GameHelper. Die Homepage-Betreiber durften die Map veröffentlichen und Dave bekam dafür Computer-Hardware. Als CS-Entwickler Chess Cliff das mitbekam, drängte er Dave darauf, Dust 2 in den offiziellen Counter-Strike-Map-Pool aufnehmen zu dürfen. Chess Cliff bestand auch darauf, die Map nicht Dust 3, sondern Dust 2 zu nennen. Noch ein kleiner Funfact: Dave hatte überlegt, Dust 2 als Nachtmap zu erstellen, da der Vorgänger bei Tag spielte. Letztendlich entschied er sich aber dagegen und setzte auf die gleiche Helligkeit wie in DE Dust. Dust 2 wurde fast 2 Jahre nach dem Release von Dust im März 2001 veröffentlicht, in der Counter-Strike 1.1 Version. Ich hatte es absichtlich geheim gehalten und wollte keine Erwartungen wecken. Ich war davon überzeugt, dass Dust 3 im Vergleich zu Dust trotz meiner Bemühungen ein Misserfolg sein würde. Wie sich allerdings schnell herausstellte, war das ein Missverständnis. Dust 2 wurde von der Counter-Strike-Community von Anfang an geliebt und exzessiv gespielt. In einem Interview sagte Dave Johnston, dass es aus seiner Sicht verschiedene Gründe für den Erfolg von Dust 2 gibt. Erstens war die Map den Fans der Original-Dust-Map bekannt, weshalb sie sofort einen größeren Anklang fand als die meisten neuen Maps. Zweitens war es eine Weiterentwicklung der Dust-Formel. Dust 2 behielt die klare, helle und zugängliche Ästhetik, die die Spieler zu schätzen schienen. Und drittens gibt es bei Dust 2 mehr strategische Möglichkeiten als bei Dust. Dadurch ist sie interessanter und bietet einen hohen Wiederspielwert. Wenig überraschend wurde Dust 2 anschließend auch für viele weitere CS-Versionen erstellt. Und aus meiner Sicht ist es die Counter-Strike-Map schlechthin. Um Map-Designer Dave Johnston ist es mittlerweile ruhiger geworden. Neue CS-Maps erstellt er seit Jahren nicht mehr. Auch eine richtige Dust 3 Map dürfte es von ihm also nicht geben. Mir hat Dave gesagt, dass er Vater geworden ist und sich auf seine Familie konzentrieren möchte. Das ist natürlich absolut verständlich und man kann sich nur vor ihm verneigen. Counter-Strike und Dust 2, das gehört definitiv zusammen.